Hey, schön, dass du bei diesem Video hier dabei bist. Ich bin der Hannes von Werde Musiker und ich möchte dir in diesem Video den Song Sound of Silence in 10 Minuten beibringen. Du wirst die Akkorde lernen, du wirst eine sehr coole Melodie oder ein cooles Riff, wie auch immer du es nennen willst, auf der Gitarre von diesem Song lernen. Und das Ganze ist so ein bisschen inspiriert von der Disturbed-Version, die natürlich auf dem Piano in erster Linie gespielt ist. Aber wir machen das Ganze hier heute auf der Gitarre, ist im Original von Simon Garfunkel auch auf der Gitarre. Insofern macht das alles mega Sinn. Und ich spiele dir das Ganze jetzt mal vor, was dich hier in diesem Video erwarten wird. Also, los geht's! Softly creeping, left its seeds while I was sleeping. The vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Ja, also du hast gesehen, das Ganze besteht aus so einer Art Riff oder Lauf und, oder Melodie, wie auch immer du es nennen willst. Echt easy zu spielen, ist deswegen auch super für Anfänger geeignet. Und dann gibt es ein paar Akkorde, die du wahrscheinlich schon kennst. Und da gibt es ein paar Dinge rhythmisch zu beachten, dass man an der richtigen Stelle wechselt, aber sonst wiederholen sich die Akkorde immer und immer wieder. Ich habe auch noch ein ausführliches Tutorial zu dem Song, wo ich dann wirklich auf jede Kleinigkeit eingehe, die es da zu lernen gibt, weil es ein sehr vielseitiger Song letztlich ist. Es hört sich alles immer recht ähnlich an, aber es lebt sehr von der Dynamik und den kleinen Details, um das Ganze nachher so riesengroß und abwechslungsreich zu gestalten. Aber hier gehen wir jetzt auf die Basis, auf das Wesentliche ein, also los geht's. Starten wir mit dieser wundervollen Melodie. Dazu muss ich noch sagen, der Song ist im Original einen Ganzton höher bei Disturbed, bei Simon Garfunkel in einer ganz anderen Tonart. Das heißt, wenn du das mitspielen willst zu der Aufnahme, packst du dir einen Capodaster in den zweiten Bund und spielst alles 2 Bünde höher. Wir spielen es jetzt aber dann, weil die Akkorde, finde ich, so sehr schön sind und man eben mit vielen leeren Seiten arbeiten kann, spielen wir es so. Ich empfehle dir vorher nochmal in der Videobeschreibung zu schauen, da drauf zu klicken auf den Link, den du da findest. Der führt dich zu meinem kostenlosen Crashkurs, der wird dir helfen, auch dieses Tutorial gut zu fressen, gut zu verstehen und legen wir los. Wir starten mit der leeren E-Seite und schlagen die einfach runter und dann die leere H-Seite. Muss man hier ziemlich weit springen. Ich mache immer einen Abschlag und einen Aufschlag dann bei der H-Seite. Dann zweiter Bund G-Seite. Mit dem Mittelfinger greife ich das. Mit einem Abschlag wieder gespielt. Wieder leere H-Seite. Leere G-Seite, wieder H-Seite. Und dann vierter Bund D-Seite. Mit dem Ringfinger greife ich das. Und dann wieder die leere H-Seite. Also das Ganze nochmal. Also wir haben immer dieses Wechselspiel, dass die H-Seite immer wieder vorkommt. Und ja, wir spielen es im Wechsel im Prinzip erst mit der leeren E-Seite. H, 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 H. Also immer die H-Seite mit einem Aufschlag spielen. Das schon mal gut abspeichern. Die anderen Töne werden mit Abschlägen gespielt. Und zählen können wir dazu dann folgendermaßen. 1 und 2 und 3 und 4. Das heißt, die H-Seite wird immer auf dem Und gespielt. Das ist ganz cool, da auch mal zu versuchen, mitzuzählen, um dann einen guten rhythmischen Fluss reinzubekommen in das Ganze, dass man nicht schneller und langsamer wird. Das ist nämlich gar nicht so einfach, ja? Hier die Kontrolle darüber zu behalten. Man muss hier relativ viel mit dem Plektrum hin und her springen. Deswegen übe ruhig am Anfang auch erstmal nur zwischen leerer E- und H-Seite hin und her zu wechseln mit 1 und 2 und 3 und 4 und. Dass du ein Gespür dafür kriegst, zwei Sachen gleichzeitig zu machen, zu spielen und gleichzeitig zu zählen. Dann fängst du an dazu, die Töne hier zu greifen, im weiteren Verlauf. So, wenn du das gespielt hast, das Intro geht
Dann kannst du es zum Beispiel, wie ich das jetzt vorhin auch gemacht habe, dreimal diesen Lauf spielen und dann lässt es beim letzten Mal einfach bei der leeren E-Seite. Ja, also da geht der Text los. Hello darkness, my old friend. Dann wird über insgesamt 2 Takte D-Dur angeschlagen. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Ja, Zeigefinger zweiter Bund G-Seite, Ringfinger dritter Bund H-Seite, Mittelfinger zweiter Bund E-Seite. Dann schlägst du die D, G, H und E-Seite an. Und dann schlägst du das über 2 Takte an, kannst gerne wieder zum Üben mitzählen. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Wenn dir das zu hektisch ist und du da erstmal ein bisschen Ruhe brauchst, 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und einfach nur auf der 1 erstmal anschlagen, um einen Überblick zu bekommen und dann auch mehr Zeit zum Wechseln zu dem nächsten Akkord zu haben, zu E-Moll. Auch für 2 Takte lang. Zeigefinger und Mittelfinger im zweiten Bund jeweils auf der A- und D-Seite. Das sind die zweite und dritte Seite von dir aus gesehen. Und dann alle 6 Seiten. Ja, da wieder auch für 2 Takte kannst du entweder ganz vorsichtig, das ist ein entspanntes Stück. 1 und 2 und 3 und 4. 1 und 2 und 3 und 4. Oder wieder eben nur auf der 1 anschlagen. Und dann wechseln wir auf C-Dur. Ringfinger, dritter Bund A-Seite, Mittelfinger, zweiter Bund D-Seite, Zeigefinger, erster Bund H-Seite. 1 und 2 und 3 und 4. Und dann wechseln wir auf der 2 und schon auf das G. Ja, das heißt, du kannst im Prinzip jetzt so rüber wechseln, dass du Ring und Mittelfinger eine Seite weiter zu dir platzierst. Hier. Ringfinger, dritter Bund E-Seite, Mittelfinger, zweiter Bund A-Seite und kleiner Finger, dritter Bund, hohe E-Seite. Ja, also es ist dann 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Das ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig oder könnte auch verwirren. Deswegen ist das Mitzählen gar nicht verkehrt, um da einen Zugang zu bekommen. Ja? Also du spielst hier C-Dur, 1 und 2 und 3 und 4 und 1. Und noch einen Takt G klingen lassen. 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 1 und 2 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und... Ja, das ist die Stelle erstmal da mit dem Zählen. Du musst nicht hier in Achteln anschlagen und 1 und 2. Kannst du machen, aber wichtig ist eben an der richtigen Stelle zu wechseln. So, das heißt, wir haben jetzt im Prinzip erst D-Dur 2 Takte. 1, 2, 3, 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und E-Moll. 4 und 1, 2 und 3 und 4 und C und 2 und G. Und dann geht es folgendermaßen weiter wieder. Einen halben Takt C. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2. Und da spielen wir jetzt nicht einen ganzen Takt G, sondern im Prinzip nur noch einen halben dran gehängt. Das heißt, wir haben hier 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und dann geht es schon wieder rüber auf C, diesmal für ganze 2 Takte. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und ein Takt G. 1 und 2 und 3 und 4 und halben Takt E-Moll. 1 und 2 und wieder G. 1 und 2 und 3 und 4 und D-Dur. 1 und 2 und 3 of Silence. Ja, das heißt, wir haben am Schluss nochmal einen Takt D-Dur, den ich einfach nur so hinlegen würde. 1 und 2 und 3 und 4 und
und dann wieder unser Riff. 1 und 2 und 3 und 4 und 1. Und dann die leere Seite wieder für einen ganzen Takt liegen lassen hier. In this naked light I saw. Und dann geht es wieder von vorne los. Ja, ich spiele jetzt nochmal den ganzen Strophendurchlauf durch, zähl dabei mit, mach es schön langsam und schreib dir das ruhig auch mal auf. Ja? Das ist immer mit den Tabs und Akkorden und so weiter immer so eine Sache. Ich finde es eine sehr, sehr gute Übung, wenn du das Ganze mal selber aufschreibst. Ja, du schreibst dir wirklich hin, machst hier so 2 Striche, packst dann G hin, das ist dann ein ganzer Takt, G-Dur und so weiter und so fort. Und wenn es mal nur für einen halben Takt ist, machst du vorne eine 2, 4 hin, so wie bei einem Bruchsystem in der Schule, 2-4, das bedeutet dann, das ist nur ein halber Takt, ja, da ein bisschen mal versuchen, das selber rauszufummeln und zu forschen und aufzuschreiben, das hilft sehr, sich das Ganze auch merken zu können. Hat nicht nur was mit meiner Faulheit zu tun hier, ja? Also, nochmal das ganze Ding von vorne ab den Akkorden. Hello darkness, my old friend. D für 2 Takte. 1 und 2 und 3 und 4 und E-Moll 2 Takte. 1 und 2 und 3 und 4 und C und 2 und G. 1 und 2 und 3 und 4 und C und wieder G. 3 und 4 und C. Für 2 Takte und dann zum G. 1 und 2 und 3 und dann zum E-Moll. Für 2 Vierteltakt dann G, 2 und 3 und 4 und D. Für einen ganzen Tag und das Riff. Nochmal halb von 1 und vorne. Langsamer. 1 und 2 und 3 und zum E-Moll für 2 Takte. 1 und 2, 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und C. 3 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 1 und 2 C. 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und G und 2 und 3 und 4 und E-Moll wieder G 2 und 3 und 4 und D 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und D. 1 und 2 und 3 und 4 und E-Moll 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und C und 2 G und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und C 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 1 und 2 C und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und G und 2 und 3 und 4 und E-Moll 2 und 3 und 2 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und so weiter. Ja, versucht das Ganze nicht nur mitzuspielen, sondern auch mal aufzuschreiben. Coole Übung auf jeden Fall, auch um Sachen gut abzuspeichern und zu verstehen, was da so alles genau passiert. Wenn du Probleme mit den Akkordwechseln hast, mach einfach nur erstmal Trockenübungen zwischen den Akkorden hin und her. 50 mal, 100 mal hier zwischen D und E-Moll zum Beispiel. Genau wissen, wo müssen die Finger hin, welche Seiten musst du dann anschlagen, musst du dir gut überlegen und dann fängst du erst an anzuschlagen mit deinem Plektrum oder deinem Daumen, wie auch immer du anschlägst. Wenn du jetzt viel Spaß bei diesem Video hoffentlich hattest und noch ein paar grundlegende Fragen zum Thema Gitarre hast, kann ich dir nur empfehlen, in der Videobeschreibung mal nach meinem kostenlosen Crashkurs zu schauen. Der wird dir helfen, viele Dinge, die du hier für dieses Tutorial brauchst, wirklich von der Pike auf zu lernen, was die Haltung betrifft, was das Greifen von Akkorden betrifft, wie du anschlägst und so weiter. Lohnt sich da vorbeizuschauen, absolut kostenlos, es ist wirklich hier nichts Jamba-Spar-Abo oder sowas. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß jetzt weiter beim Gitarrespielen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mach's gut. Ciao!